This is, I would say, my favorite festival in all of Europe. Whenever I come to Europe and I play here, Electric Love is the fucking best. Es gibt ohne den Salzburgring kein Electric Love, das muss man einfach so sagen. Der Salzburgring ist ein super, super wichtiger Faktor bei dem Erfolg des Festivals. Ja, wir sind 3 Gründer gewesen damals und haben uns überlegt, wir wollen unser Hobby, das Veranstalten, zum Beruf machen. Und dadurch, dass wir alle 3 Salzburger sind, ist es recht nahe gelegen, dass wir zu dem Salzburgring gehen und einmal fragen, ob man da ein Festival veranstalten darf. Wir haben nach einer Location gesucht. Der Salzburgring war ja damals schon Festival erprobt. Das Frequency Festival hat bis 2008 da stattgefunden. Wir haben schon über 100 Veranstaltungen auf den verschiedensten Locations machen dürfen. Es war keine Location bisher dabei, wo man sagen kann, es ist so unkompliziert, die Leute sind so zugänglich für Veranstaltungen. Haben dann 2012 mit der Planung begonnen. 2013 hat es dann tatsächlich trotz aller Widrigkeiten, die man halt so zu bewältigen hat als junger Veranstalter, das erste Electric Love gegeben. Und seitdem sind wir sehr froh, da jedes Jahr im Juli Gast sein zu dürfen. Bei der ersten Edition ist es eher um finanzielle Dinge gegangen, vielleicht Probleme mit Künstlern in der Vermarktung, einfach sehr, sehr viele Dinge, mit denen man nicht rechnet. Man sagt immer, beim Haus bauen kostet jedes Problem 10.000 Euro, beim Festival machen ist es jedes Mal 10, ich glaube 100.000 Euro kostet dann jedes Mal die Lösung eines Problems. Und das hat uns schon sehr, sehr stark gefordert im ersten Jahr, aber das Dranbleiben hat sich auf jeden Fall ausbezahlt. Wenn man sich anschaut, man befindet sich auf dem Campingplatz, sieht da einfach die Kubatur des Geländes, kann über alle Bühnen runterschauen, sieht den Nockstein, den Geißberg, einfach die wunderschöne Natur. Wir bespielen jetzt auch den Fuschelsee mit dem türkisgrünen Wasser. Das sind alles Dinge, die gibt es woanders nicht in der Art und Weise. Und man spricht immer vom sogenannten USP. Unser USP ist definitiv die Natur, diese Grassy Hills, die Fuschelsee-Region, diese grünen Hügel, in die sich der Salzburgring einbettet. Und andere Festivals, die einen super Job machen, finden allesamt an Locations statt, wo man in Ruhe laut sein kann. Die sind halt dann meistens nicht so schön. Das sind dann aufgelassene Militärflughäfen, irgendwelche Fabriksgelände. Wir sind da in der wunderschönen Natur- und Fuschelsee-Region, wo andere Leute auch ohne Festival Urlaub machen. Und dass wir da veranstalten dürfen, ist wirklich eine große Ehre. Und das ist einfach das, was Electric Love ausmacht. Es gibt ohne den Salzburgring kein Electric Love, das muss man einfach so sagen. Der Salzburgring ist ein super, super wichtiger Faktor bei dem Erfolg des Festivals. Insofern auch deswegen, weil wir sehr, sehr wichtige Infrastruktur auch vor Ort nutzen können. Unsere Shuttle-Fahrzeuge sind zum Beispiel im heurigen Jahr zu 80% elektrisch. Hätten wir nicht die Ladesäulen und diese Infrastruktur vor Ort, wäre es sehr, sehr schwer, diese 160 Künstler zu shuttlen mit Elektrofahrzeugen. Es gibt unzählige andere Punkte, wo man wirklich sagen muss, die Infrastruktur am Salzburgring wächst, erstens. Zweitens ist es wunderbar, die nutzen zu können, ist für uns eine große Hilfe als Electric Love. Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am wenigsten zu tun vom ganzen Team und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, weil alle eigentlich wissen, was zu tun ist. Manchmal, wenn ich ganz ehrlich sein darf, gehe ich übers Gelände, spaziere da so drüber, sehe die ganzen Menschen, die Lieferanten, die unterschiedlichsten Unternehmen aus ganz Europa und denke mir, eigentlich ist es ein Wahnsinn, dass die alle machen, was sie sollen und auch wissen, was zu tun ist. Aber das greift sehr gut ineinander. Ich glaube, das Jahrzehnt, das wir da schon an Erfahrung sammeln durften, das macht sie bezahlt. Wir hätten uns als Gründerteam nie erträumt, dass es so groß wird und dass es so erfolgreich wird und sind sehr dankbar und glaube ich jeden Tag sehr, sehr demütig, dass es jetzt so funktioniert.